Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch ein ganz besonderes Fahrzeug vor, und zwar ist es der Weiße Schwan, ja, Mercedes-Benz 600 Pullman von der Firma CMC 1:18. Das ist die Verpackung. Der Wagen ist limitiert auf 800 Stück und wir schauen uns natürlich gleich das Modell an, so wie es hier steht. Wirklich ein sehr edles Stück. Kurz zur Geschichte. Dieser Wagen wurde von einem industriellen Amerikaner, der deutsche Wurzeln hat, von Mercedes bestellt, zusammen mit einer kurzen Version von den W100er bzw. mit dem Mercedes 600er. Beide in weiß mit cremefarbener Ausstattung, und er hat verfügt über seinen Tod hinaus, dass diese Wagen niemals getrennt werden dürfen und auch wieder nach Deutschland zurückkommen müssen. Das geschah dann auch, und seitdem haben sie den Namen Weiße Schwäne bekommen. Ja, schauen wir uns das Fahrzeug an. Erstmal, was mitgeliefert wird, sind hier das Zertifikat von CMC, wo auch dann die Nummer draufsteht, ja, also DM 215, und hier, das ist die Seriennummer, auf 800 Stück limitiert, und ich habe den mal 71, gar nicht schlecht war. Und hier ist eine Betriebsanleitung oder Bedienungsanleitung für den Wagen, weil man kann einiges hier öffnen und bewegen. Des Weiteren ist eine Pinzette mitgekommen, ja, hier. Ein Schraubendreher, wo man hier einen Gummi abmachen kann. Und CMC-typisch eine Metallbox, wo natürlich die Radzierblenden drin sind, die jetzt am Fahrzeug aber längst angebracht sind. Und ein Tool, mit dem man die Radmuttern entfernt, denn man kann auch die Reifen wechseln, ja, beziehungsweise abmontieren. Und hier 2 Ersatzschrauben. Standartenhalter sind nicht dabei, weil dieser Wagen hat keine. Ich habe noch mehr Versionen von dem Mercedes Pullman vorgestellt von CMC. Einmal in schwarz letztes Jahr und vor kurzem erst den roten Baron. Auch ein sehr tolles Modell, schaut euch das unbedingt an. Die Videos sind natürlich in i oder unten in der Playlist verlinkt. Ja, schauen wir uns erstmal von vorne die Front an. Sehr edel. Wirklich imposantes Erscheinungsbild, in dieser Farbe meiner Meinung nach noch mehr. Der Kühlergrill wirklich sehr massiv. Und ich habe das Wichtigste vergessen, und zwar hier noch so ein Opening-Tool, ein Saugnapf, wo man im Prinzip hier ganz einfach die Türen öffnen kann. Ja? Zeige ich euch aber gleich. Also die Front wirklich sehr imposant, gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann auf jeden Fall sehr viele Details erkennen. CMC, wenn ihr die Firma kennt, die machen sehr hochwertige Modellautos. Sehr viele Details, wirklich top Sahne meiner Meinung nach. Hier der Kühlergrill ist durchstochen natürlich, überall Chrom, ja, sehr stabiler Mercedes-Stern. Und wir schauen natürlich mal in den Motorraum rein. So, dazu benutze ich hier dieses Tool. Und ich hoffe, ihr könnt einiges erkennen. So, und das ist sehr beeindruckend, oder? Also das ist auf jeden Fall eines der Besonderheiten von CMC. Diese detailreichen Motoren, Aggregate, ja, die fast schon wie echte Motoren aussehen, beziehungsweise man denkt, die könnten auch funktionieren. Aber das ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Ja, also hier wurde wirklich nichts vergessen. Die kleinen Kabel, die Scharniere an der Tür nachgebildet, also ist wirklich fantastisch. Hier vorne auch. Ja, ist sehr beeindruckend. Ja, also wirklich sehr beeindruckend. Muss man sich in Ruhe mal detailliert angucken. Am besten ihr drückt mal Pause und schaut euch das in Ruhe an. Und wir kommen mal zur Seite. Die ist natürlich auch sehr, sehr edel. Hier in dem Fall haben wir einen Sechstürer, ja. Und zwar eine langgezogene Chromlinie überall. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Ohne sie ist komisch aus, würde ich sagen. Oder finde ich zumindest. 6 Türen, die zeige ich euch aber gleich, wenn ich den Innenraum zeige. Und hier, wie wir sehen können, die Radkappen. Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch mal, wie das aussieht ohne. Ich hoffe, ich kriege es auch gleich ab. So. Und ihr könnt sehen, das ist schon sehr beeindruckend hier, ja. Hier die kleinen Schrauben, die kann man abmachen und den Reifen wechseln. Ich mache es jetzt in der Kamera nicht, weil ich möchte euch den Rest noch vorstellen. Aber das ist natürlich sehr Spielerei, kann man sagen, aber natürlich sehr beeindruckend. Ja, also gerade für Spielkinder ist das natürlich sehr gut. Außerdem finde ich hier den Mechanismus sehr praktisch, dass das magnetisch ist. Das macht es relativ einfach, die Radkappe hier zu fixieren, und schon ist wieder dran. Ja, schauen wir uns jetzt mal das Heck an. Das ist natürlich auch sehr imposant. Sieht auch sehr edel aus, wirklich hier mit dem ganzen Chrom. Unten die Auspuffendrohre sehen auch sehr, sehr gut aus. Hier detailliert die Rücklichter, ja. Hier steht natürlich das Mercedes 600er Logo und der Stern. Darf natürlich auch nicht vergessen werden. Und ich würde sagen, wir schauen mal hier hinten in den Kofferraum herein. Nehmen wieder das praktische Tool. So. Und ihr könnt sehen, der ist ausgekleidet mit Teppichimitat natürlich. Beflockt, sehr schön.
Hier drin befindet sich ein Ersatzreifen. Ja, den kriege ich mit Handschuhen leider nicht so gut raus. Müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Beim Schwarzen, glaube ich, habe ich es gezeigt. Müsst ihr mal schauen in meinen Videos. Und ja, also wie gesagt, ich zeige es euch nochmal so. Geflockt. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr detailliert. Aber das setzt man natürlich bei CNC voraus. So, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch eines der Highlights an. Und zwar den imposanten Innenraum, der wirklich sehr, sehr, sehr edel anmutet. Und ich öffne dazu erstmal alle Türen und Tore. Also hier der Innenraum ist wirklich sehr, sehr detailliert. Hier vorne das Cockpit ist sehr, sehr edel. Ja, das Lenkrad, die kleinen Ziffernblätter, kann man alles erkennen. Hier die Tür auch mit Edelholz-Applikation, auch das Armaturenbrett ist wirklich sehr, sehr edel. Hier in der Mitte sind Sitze, die kann man auch hochklappen. Die dritte Tür in der Mitte, ja. Und das Fond auch sehr, sehr imposant, also wirklich relativ gemütlich, ja, muss ich wirklich sagen. Gerade mit diesem roten Teppich, ja, der ist sehr plüschig, ne? Also richtig, sieht richtig edel aus mit dem weißen Interieur. Dazu der rote Teppich als Akzent und der braune Holzrahmen. Und hier hinten kann man noch sehen, sind Gardinen angebracht für die Privatsphäre. Und das sind übrigens auch echte Ledersessel, ja, also die sind bezogen mit Leder. Und das ist auch Echtholz, ja. Also wirklich sehr, sehr detailliert. Wir schauen uns natürlich noch die andere Seite an. Ja, hier Beifahrerseite. In der Mittelkonsole kann man erkennen, das Radio, ja, die Schalteinheiten. Hier natürlich dasselbe wie auf der anderen Seite. Und hier nochmal der sehr schön zur Geltung kommende Boden. Die bei der Mittelarmnähe sind, da muss ich jetzt mal kritisieren, das sehe ich gerade. Sieht ja nicht gerade fein aus. Ne? Also das ist wohl irgendwelche Klebereste oder irgendwas ist da noch drauf. Das ist jetzt nicht so doll. Also das muss ich mal sagen, bei dem Preis bin ich da jetzt nicht unbedingt einverstanden mit. Ja, trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Modell. Mich würde jetzt interessieren, was ist eure Meinung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, bewertet das Video, wie gesagt, und abonniert den Kanal, damit er weiter wächst und gedeihen kann. Und wie gesagt, zu den CMC muss ich sagen, die Modelle, die sind wirklich immer ein sehr schöner Augenschmaus. Bis auf einen Kritikpunkt, das muss ich leider halt immer sagen. Und das wird wahrscheinlich auch bei euch so sein, der Preis. Ja. Aber ich habe schon mal erwähnt, bei dem Roten Baron, nicht falsch verstehen, Arbeit muss natürlich auch belohnt werden. Ja. Allerdings muss ich sagen, für den Preis ist es schon, es ist wirklich nicht wenig. Ne. Mittlerweile gibt es den guten hier gar nicht mehr. Ja. Und wenn dann nur zu deutlich höheren Preisen. Ja. Ich bin froh, den bekommen zu haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaut jetzt auch noch meine anderen CMC-Autos an und auch natürlich meine anderen Modelle. Ich habe schon sehr viele Videos hochgeladen. Also bald sind es über 150 Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.